Kathi, wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Warum sind wir denn so lange hier? Wir befinden Kathi, wo sind wir denn? Man fühlt sich tatsächlich beobachtet. Oh Gott! Vibriert. Ja, es vibriert. Ab jetzt hast du 10 Minuten. So, ist schon in Ordnung, ich weiß. Wieso? Na, Ich mag das, weil viele deutsche Leute haben das auch für mich gemacht. da. Das ist right. Hier gibt es wenigstens grüne Punkte auf dem Ja, Schild. das ist voll Im cool. Gegensatz zu Bulgarien. Hallo und herzlich willkommen in Sibiu. A.k.a. Hermannstadt, auf dem Weg in die Altstadt. Den quasi unter dem Radturm. Und wir gehen einfach ein bisschen erkunden. Also das ist die erste gusseiserne Brücke in Rumänien gewesen und hat auch viele Geschichten, was mit dieser Brücke zu tun hat. Unter anderem ist eine Geschichte, dass wenn du zum Beispiel nichts Gutes im Schilde führst oder lügst und über die Brücke gehst, im schlimmsten Fall stürzt sie ein oder du merkst irgendwelche Veränderungen, du merkst Vibrationen an deinen Füßen, also so, dass die Brücke dir sagen will, okay, du lügst jetzt. Also das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, die noch erzählt wird, ist so, dass hier früher so ein Jugendtreffpunkt war und dass die Jungs den Mädchen sehr, sehr viel versprochen haben, aber nichts davon eingehalten haben. Also war das deswegen auch die Lügenbrücke oder sozusagen die nicht so schöne Geschichte war, wenn du geheiratet hast und zu deinem künftigen Ehemann gesagt hast, du bist Jungfrau und dann hat sich in der Hochzeitsnacht rausgestellt, du bist es dann doch nicht und dann wurdest du halt eben von dieser Brücke runtergeworfen. Und dann würde ich mal sagen, wir testen das jetzt, wir laufen mal durch. Wir können nicht da durchlaufen, weil wenn ich lüge und da steht ein Bauarbeiter und die Brücke bricht zusammen. Geh du zuerst, wenn Ja? ich lüge. Und? Oh Gott! Vibriert. Ja, es vibriert. Spektakulär, das war die Lügenbrücke. Ja, Super, ich bin das war die begeistert. Lügenbrücke. Mensch, ist das romantisch mit dem ganzen Bauarbeiterlärm im Hintergrund. Ich werde verrückt. Das ist sogar frisch gemacht. Oh, das ist noch warm. Thank you so much. Wir sind exakt gerade, wie lange hier? 10 Minuten, ne? Nein. 10 Minuten Hermannstadt. Oh, riech mal. Lecker. Upp, 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 upp. Mega. Ein bisschen anders als so oben bei Tiffany's. Wir haben nicht das schon mal gekauft. Aber ich habe nicht verstanden, warum du das gegessen hast. Das hat so ekelhaft geschmeckt. Das war aber nicht so fluffig. Also das war einfach so ein bisschen keksartig. Also eigentlich sind wir nur zum Essen hierher gekommen. Und dieses Ganze mit Historie, bla blub, ist eigentlich nur Tarnung. Wir verlassen jetzt den kleinen Ring und gehen durch den Torbogen über den Radturm in den großen Ring über und gucken mal, was da so abgeht. Also ich habe den kleinen Ring habe ich tatsächlich nicht so gefühlt, aber hier ist es tatsächlich, dass die Häuser so aussehen, als würden die Augen nicht beobachten. Finde ich krass. Der große Ring diente früher als Marktplatz, als da, wo sich die Menschen versammelt haben, wo sie zusammen gefeiert haben, wo aber auch Hinrichtungen stattgefunden haben. Und man merkt so ein bisschen die Atmosphäre auch, also vom kleinen Ring, das ist eher mehr so gemütlich, da sind kleine Stände überall aufgebaut. Ich habe gesagt, das fühlt sich so ein bisschen gedrückt an. Ja, zum also, Lernen. das ist tatsächlich so ein bisschen kleiner als hier und man merkt halt eben, das ist irgendwie, ja, man hat mehr Raum. Hier sind sehr viele Hotels und Restaurants angesiedelt, also quasi um den Ring verteilt. Und ja, und was auch bemerkenswert ist, sind die Augen an den Dächern, wo man das Gefühl hat, ja, man wird irgendwie ein bisschen beobachtet. Man fühlt sich tatsächlich beobachtet. Aber witzigerweise, es sind nicht nur diese Augen an den Dächern,
sondern es gibt auch sehr, sehr viele Überwachungskameras hier in Sevilla. Muss man wirklich sagen, also wenn man hier durch die Stadt geht, eigentlich so viele Gebäude sind kameraüberwacht, teilweise auch auf öffentlichen Plätzen Kameraüberwachung. Also ist schon, es sind nicht nur die Augen in den Häusern, die so aussehen. Lustigerweise ist mir aufgefallen, diese Öffnungen an den Häusern sind tatsächlich offen. Und ich frage mich, ob das Absicht ist, warum das so ist, ja, ob das für irgendwelche Fledermäuse, Tauben, I don't know what, Nistplätze sind, absichtlich oder warum. Vielleicht weiß es irgendjemand, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich habe keine Ahnung. Der Unterschied auch vom großen zum kleinen Ring, und da sieht man jetzt auch ganz deutlich, hier gibt es nicht diese Arkadenbögen, wie du Genau, auch gesagt hier hast. gibt's nur Bogeneingänge. Also hier gibt es nur die Bogeneingänge, wo quasi Hauseingang als Bogeneingang und nicht diese Arkadengänge. So, jetzt geht es zum Tattoo machen. Was hast du geschrieben? So ein spontanes Tattoo. Spontanes Rumänien-Tattoo. Eis, Eis, Eis. Du siehst noch nicht, dass wir hier durchkommen, ohne dass du den Eis holst. Ich werde mir kein Eis holen. Ich glaube schon. Doch. Ich werde mir kein Eis holen. Nee. Vielleicht auf dem Rückweg. Das ist jetzt kein oberer Ring, kein unterer Ring. Was ist das, Unterstadt? Oder Oberstadt? Das ist Sibiu-Hermannstadt. Ich kenne so Gassen, weißt du, so, wo nicht alles rumrennt, sondern was so schnieke Seitengassen sind, wo du auf einmal so ein Häuschen oder irgendwas siehst und dir denkst, boah, Jockeys. Also ich glaube, in dieser Gasse wird er es nicht finden. Was meinst du, was der macht? Also das ist ein Anwalt. Kabinett der Avocat. Hä? Avocat? Ja, nee, der Kabinett Stomatologik, Dr. Stetiu. Stomatologik. Irgendwas Ärztemäßiges. Ja. Ja, aber was denkst du denn, was er machen könnte? Wenn ihr eine Idee habt, was dieser Arzt machen könnte, dann schreibt es unten in die Kommentare. Das ist ein Zahnarzt. Aber weißt du, wo ich es gesehen habe? An dem Zahn daneben. Nein, an welchem Zahn? Ah, da steht Paradontologie. Aber das Also ist ein Zahn. Auf den Zahn habe ich überhaupt nicht geachtet. Wie immer, wenn euch das Video gefällt, Daumen nach oben, abonnieren und die Glocke aktivieren nicht vergessen. Ich dachte, du kommst jetzt mit deinem Latein um die Ecke, dass du irgendwas weißt, Nein, da was war ein ich... Zahn, einfach ein Zahn daneben neben dem Schild. Das könnte alles sein. Es hätte auch ein Loch sein können. Es war kein richtiger Zahn. Natürlich war das ein Zahn. Außen der Zahnschmelz vom Zahn. Macht doch Sinn, oder? Nupakadi. Ob die Band noch einer kennt? Nupakadi? Nee, wahrscheinlich nicht. Nupagadi ist übrigens auch ein Zeichentrickfilm. Das heißt Nupagadi, sowas wie Das heißt Rennen nichts schnappt. Sparken. Ist das so eine Gasse, wie du dir gewünscht hast? Nö, das ist jetzt nicht so aufregend, aber ich mag sowas mehr. Ich mag sowas mehr in den Seitengassen rumlaufen, lustige Schilder zu finden, irgendwelche schönen Gebäude, Graffitis oder I don't know what. Was halt ein bisschen fernab von dem ist, was halt jeder, you know? Es wird eng. Rămân 14 bucăți. Kama is the beach. (1644 bis 1713). Das ist die Nationalbank von Rumänien. Banca Națională Romaniei. Da ist die Kohle zu Hause. Da wird auch echt gut bewacht. Ja? Bei dem Tor. Das wurde gut gemacht. Ja, das Geld. Weil da ein Holztor ist. Du weißt ja nicht, wie es dahinter aussieht. Armeen. Das ist die orthodoxe Kirche, nicht die. Hermannstadt ist Sitz der Metropolie Siebenbürgens. Sie wurde 1864 durch den Bischof Andrei Saguna wiedererrichtet und ist eines der wichtigsten religiösen Zentren der orthodoxen Kirche in Rumänien. Die Kathedrale in ihrer heutigen Form ist eine Stiftung des Metropoliten Ion Mitianu
Sie wurde nach den Projekten der Architekten Virgil Nagy und Josef Kamner aus Budapest von 1902 bis 1906 erbaut. Der Innenraum hat Wandgemälde, die teilweise vom Maler Octavian Smicelci stammen. Andere Gemälde wurden nach 1957 durch Johann Köber und Anastase Demian angefertigt. Der Mosaikboden wurde in München hergestellt. Ein Bau von Anfang des 19. Jahrhunderts. Der Text in Englisch ist auch gut. Bisschen kurz. Was built between 1902 and 1906, it faced the Romanian Orthodox Divinity School, seat of the Metropolitan Transvaal. Mal gucken, was es so Schönes gibt oder wie es so aussieht von innen. Was sagst du? Ich finde, das ist ganz pompös. Also mit sehr viel Gold, mit vielen Gemälden. Also wirklich mit vielen Ikonen überall. Also sie ist wirklich beeindruckend. Man muss ein bisschen leise sprechen deswegen, weil es stand doch am Eingang. Und also nicht, dass man sich über den Ton wundert, aber Aufnahmen sind hier erlaubt. Was mir nur aufgefallen ist, da stehen in der Mitte keine Bänke oder keine Stühle, wo man sich hinsetzen kann. Also das ist tatsächlich, das ist eine Halle, also ein großer Eingangsbereich, aber ohne, wie man sonst kennt, dass da irgendwie Bänke stehen oder Stühle oder so, wo man sich hinsetzen kann. Aber ich finde, das macht es halt eben aus, wenn du durch eine Stadt rennst und dann so ein bisschen fernab von dem, wo halt heißt, okay, da ist der und der Platz. So, und dann kommst du irgendwie an so eine eher außerhalb gelagerte Kirche und denkst, wow, Wahnsinn. Ja, wirklich mal Wahnsinn. Sehr beeindruckend. Aber ich meine, das ist ja Sinn und Zweck von solchen Kirchen. Und es gibt direkt neben der Kirche gibt's einen Eissalon. Ich werde verrückt. Ja, ich gehe da jetzt mal rein. Es waren viele verschiedene Ikonen und Kreuze. Ja, und sogar Kleidung. Ich weiß nicht, ob man das für die Geistlichen gedacht ist. Und war schon beeindruckend, wie viele Ikonen und vor allem, was die alle bedeuten. Ich kenne mich jetzt da nicht so gut aus. Also ich weiß tatsächlich nicht, was die einzelnen Ikonen, je nachdem welchen Heiligen sie da haben, was die darstellen. Also das war echt beeindruckend. So ein Holzkreuz, ungefähr die Größe. 75 Leib. Und die Ikonen haben so angefangen 250 aufwärts. Das ist jetzt die St. Mary Church. Ja. Okay. Oh, man sieht's, ne? Ja. Aber das ist bestimmt Einschulung, Alter. Wetten, dass das Einschulung ist? Bestimmt. Trauen wir uns rein? Haben wir eine Wahl? Guck mal, sowas von Deutsch. Holy Deutsch. Das ist die höchste Kirche Rumäniens. Also mit dem höchsten Turm.
Das sind nämlich die Grabsteine von den unter anderem Bürgermeister von Sibiu und von vielen Adligen. Ah, das ist die alte Kirche. Also die wurde ja nicht absichtlich platt gemacht. Also bevor diese Kirche hier drauf kam, gab es schon mal eine andere Kirche, die hier stand. Ja, es wird alles friedlich gemacht. Ja, alles friedlich. Ja. Komm, ich wollte dir noch mal was zeigen. Okay. Das gab es jetzt bei der katholischen Kirche nicht. Türen oberes Licht für die Seele. Welches? Das ist da. Für die Seele, Kollege. Für die Seele. Nur für die Seele? Nur für die Seele. Und die von allen Menschen auf der Welt und alle Hunde und alle Straßenhunde in Rumänien und überhaupt. Und Stormy und Opa und Tante Vika. Die ist nicht gestorben. Dann nicht Tante Vika. Olla, Tante Olla. Ja, also für alle. Und die Welt. Und Weltfrieden. Und Dings. Aber ich finde wirklich, dass die zwei Kirchen sich so unterscheiden. Hier ist alles so klar. Weißt du, also Klar. ja, es ist halt eben nicht so viel mit Gold und überall Ikonen und so. Und hier stehen tatsächlich in der Mitte Bänke oder also da, wo man sich hinsetzen kann und auch beten kann. Das macht es, finde ich, ein bisschen gemütlich aus meiner Sicht. Und hier ist alles auf Deutsch. Hier brauchen die Geld. Für die Orgel 7.000 € wird benötigt. Für diese Orgel. Aber die haben doch nur eine große. Ja, die ist aber hier umgezogen. Ja, guck mal, da haben sie doch noch eine Orgel. Das ist eine Babyorgel. Andachten vertragen. Ja. Jetzt auf den Turm. Jetzt auf den Turm. Ja, wir haben ein Ticket für die Kirche, ein Ticket für den Turm, ein Ticket für die Kirche und noch ein Ticket für den Turm. Welche Kirche findest du schöner? Was fragst du das? Welche Kirche findest du schöner? Ja, die orthodoxen. Finde ich gar nicht. Doch schon. So, jetzt haben wir die katholische sozusagen gesehen und jetzt die Das ist evangelische. keine katholische, das ist eine orthodox, Ja, rumänisch, orthodox. Aber Richtung katholisch, darf ich das so sagen? Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist katholisch. Also auf jeden Fall nicht evangelisch. Jetzt, wenn du so gläubiger Mensch bist, wo fühlst du dich oder jetzt auch als bin kein Nichtgläubiger, gläubiger Mensch, das also bin- als Der Nichtgläubiger anderen habe Mensch? ich mich beeindruckter gefühlt. Es sah einfach mega aus mit den ganzen Malereien und allem. Noch nicht mal das Gold, da war ja noch nicht mal so ultra viel Gold in der Kirche, sondern es waren einfach jede Menge Malereien. Selbst oben im
Doppeldom. Ja, das war nochmal anders. Aber du dir überlegst, der Aufwand, diese Kirche auszustatten, ich weiß, wo das Geld für die Kirche herkommt, deswegen bin ich weder für das eine noch für das andere. Aber das hier finde ich, ist nicht. Also mich spricht eher das an, falls es jemanden interessiert. Ich finde, es ist einfach gestaltet. Es ist irgendwie, ja, man fühlt sich nicht so bäsch von dem ganzen, ja, wie Alex sagt, auch von den Malereien oder so. Nee, ich finde, hier kannst du sitzen und hier kannst du wirklich zu dir kommen. Hier kannst du nachdenken, bist nicht von all dem Ganzen, ja, abgelenkt, finde ich. Aber das ist immer so, jedem sein eigenes Bauchgefühl und jedem seine eigene, ja, Glaubensrichtung oder Religion. Also das soll es jetzt nicht so sein. Also ich fühle mich auf jeden Fall hier wohler, weil ich irgendwie das, ja, angenehmer und einfacher finde. Kopf einziehen. Es geht noch weiter. Sieht gut aus. Und ab geht's. Und hatte das die andere Kirche auch zu bieten? Zum Glück nicht. Oh, da fühle ich mich, wenn einer Höhenangst hat, ey. Oh, weil, guck mal, das ist so durchsichtig. So, wenn einer Höhenangst hat, ist das ein bisschen. Hast du Höhenangst? Nein, aber das fühlt sich so an, als ob wir gleich da durchrutschen. Du rutschst gleich nicht durch. Also ich habe keine Höhenangst, aber das fühlt sich irgendwie komisch an. Wie hoch ist das? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das sind 75 Meter insgesamt. Oh. Hä? Also wir müssen, jetzt fehlt uns noch eine Sache und das ist der Radturm. Guck mal, wie weit wir sehen können. Guck mal, überall. Also da unten ist auch die Lügenbrücke. Also da ist, guckt man genau auf die Lügenbrücke. Guck mal. Guck mal, die sind mit so einem Draht befestigt. Das ist alte Tonziegel. Ja, und guck mal, wenn du das. Die bewegen sich. Ja, klar, bewegen die sich. Aber bitte. Pfeift auch der Wind durch, kannst du glauben. Ja, da siehst du unten, wie viel Luft da dazwischen ist. Ja, da unten scheint hier die Sonne durch. Aber ich habe nicht gedacht, dass sie alle noch quasi mit einem Draht befestigt sind. Weißt du? Ja, wahrscheinlich, dass sie durch den Wind nicht wegfliegen. I like it, move it, move it. I like it, move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. Ja, es ist ein bisschen doof.
Das hier ist ein eigener Turm und das da ist ein eigener Turm. Fun Fact. Turm im Turm. You know, weil du gefragt hast. Du meinst hier, Ja, hier ist Endstation für den ersten Turm. Okay. Das ist der Aufstiegsturm und, Ja, und dann steht geht- früher mal der Glockenturm. Und da geht's wieder zum neuen Turm. Ach Alex, wenn ich dich nicht hätte mit dem scharfsinnigen Intellekt. Ich weiß, fertig. Du bist einfach der beste Deutschlehrer, Geschichtenerzähler. Also, Der Beste, der Besten, der Besten. ja, du bist einfach der allerbesteste. Von den ganzen Besten bist du der Allerbesteste. Dein Fazit? Ja, also wie gesagt, ich fand die orthodoxe Kirche wesentlich sehenswerter. Ich meine, hier, das war auch sehenswert, aber... Katja, geh weg. Was möchtest du jetzt Ich machen? möchte ein Bierchen trinken, danke. Darf ich das? Wir sind jetzt gerade mal 2 Stunden hier und du willst schon ein Bier Du trinken? hättest schon vor einer Stunde was trinken können, nachdem du dann... vor 1,75 Stunden. Nachdem du dann Süßigkeitenrolle gefressen hattest. Ich hatte wirklich Durst, aber ich habe mich ziemlich zurückgehalten. Eben. Du suchst aus, wo wir hingehen? Oh, irgendwas da auf dem... Auf dem Großen. Also ich finde das schön. Ich finde die Stadt schön, ich finde den kleinen Ring, großen Ring schön, die Kirchen schön. Aber ich finde die auch alles schön. Davon mal abgesehen. Hä? Ich finde alles schön, stimmt's? Du findest immer alles schön. Kulinarium oder Einstein? Du darfst entscheiden. Mir ist egal. Einstein. Und Pizza wäre schon geil. Also, So eine Pizza essen. habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? So ein Platz aus. So ein Platz aus. Wir können auch ins Irren. Wer hier? Echt jetzt? So, Pause ist rum. Was haben wir gemacht? Wir haben was Kleines gegessen. Bist du jetzt erholt und motiviert? Ja, mega motiviert. Ja, und jetzt machen wir quasi die letzte Etappe, nicht die erste, die letzte Etappe, bevor Letzte es dann Etappe, bitte. nach Hause geht. So, das ist der Ratsturm. Zum Ratsturm gibt es zu wissen, dass er das Wahrzeichen von Sibiu ist. Also das ist wirklich das Wahrzeichen, was man in vielen Reiseführern findet. Es ist so, dass dieser Turm den kleinen und den großen Ring miteinander verbindet. Also da sieht man durch das Gewölbte. Und dieser Turm hat einfach viele Funktionen im Laufe seiner Geschichte gehabt. Es war mal eine Kornkammer, dann war das ein Beobachtungsturm und zum Schluss war das auch ein naturwissenschaftliches Museum. Der Eintritt kostet 2 Lei und man kann zwischen 10 und 20 Uhr jeden Tag quasi auf dem Turm drauf und hat angeblich eine super geile Aussicht. Du go for. Ja, wo ist hier bezahlen? Weiß ich nicht. Ist bestimmt oben, oder? Ja, ne? Nee. Du kannst nicht hauen. Bestimmt so eine kleine Kasse. Ja. Oh Gott. Ja, klar. Bargari. Oh, wie süß. Hallo. Hi. Ganz süß. 2 Personen? Ja, 2 2 Personen, Personen. Dankeschön. Einfach aussteigen. Ja. Können Sie hier auch gehen? Okay. 2, 3 Marketten. Hey. Danke. Alex, guck mal, hier ist auch noch. Kommst du noch mal zurück? Ja, ich komme. Guck mal, hier ist noch mal beschrieben. Ja. Das, was ich gesagt habe, der Radturm wurde in der Zeit erbaut zwischen 1224 und 1241. Okay. Im ersten Zeitraum war es Verteidigung und Beobachtungsgedöns und dann Branderkennung, Gefängnis. Ausstieg.
Ja, geil. Wir hoffen einfach, dass keiner oben ist und runter will. Ihr seid nicht auf. Weiter hoch. Оксана, ще в тому це сторони на фоні ти теж класно. Das ist die St. Mary. Ist sie oben drauf? So sieht das Dach von dem Ding aus. Wir Junge. waren von allen 4 kleinen Türmen haben wir rausgeguckt. Okay, ja stimmt, hast recht. Großartig. Guck mal, hier hängt auch eine Überwachungskamera. Das ist halt so krass. Meistens in Höhen, dass du es nicht siehst. So, liebe Freunde, wir haben 6 Uhr. Langsam gehen auch die Lichter in den Restaurants an. Das heißt, unsere Stadtbesichtigung von Sibiu neigt sich dem Ende. Wir haben ein bisschen was gesehen. Fazit. Ja. Also wenn man hier in der Nähe ist, ist es auf jeden Fall ein Besuch wert, aus meiner Sicht. Ja, ich hätte ein bisschen mehr von der Altstadt erwartet, to be honest. Es waren coole Kirchen dabei. War auch nice, das zu sehen, aber es ist jetzt tatsächlich nichts, wo ich sagen würde, siehst du auch nicht in irgendeiner anderen Altstadt, also von daher. Also wenn du vergleichen müsstest, das Astra-Museum oder das? Astra-Museum, ohne zu zögern, Astra-Museum, das war richtig cool. Hier, das war halt, ja, kann man machen. Also wenn man in der Nähe ist, sowieso irgendwie in die Stadt gehen will, was essen will, was trinken gehen will, kann man das mitnehmen. Und ansonsten, ich würde jetzt nicht extra Sibiu ansteuern, wenn ich unterwegs wäre, um die Altstadt von Sibiu zu sehen. Oder? Bei dir? Also ich würde es auch nicht extra ansteuern, aber ich finde, wenn man irgendwie so im Umkreis von 1 Stunde entfernt ist, finde ich, ist es schon sehenswert, hier hinzukommen, sich irgendwo hinzusetzen, Ja. auch mal, wenn man einfach mal das Treiben beobachten will. Ja, das mit Sicherheit. Also die Menschen in der Stadt sind mit Sicherheit interessant zu beobachten. Aber jetzt wegen Gebäuden oder sowas, irgendwas Historischem. Es ist schön zu wissen, dass Siebenbürgen irgendwie so eine Historie hat. Ja, es ist halt eben schon cool, wenn man sieht, dass das hier sehr vieles auf Deutsch geschrieben ist. Also wenn man an vielen Gebäuden vorbeigeht, dann hat man auch irgendwie Berühmtheiten aus der damaligen Zeit oder Personen, die irgendwie was Besonderes hier gemacht haben. Die Leute sprechen einiges also an Deutsch, jetzt auch im Turm Ja, gezeigt tatsächlich. haben. Also ich finde, das ist schon noch mal ein bisschen anders. Man fühlt sich irgendwie so ein bisschen heimisch. Von der Qualität her der Sehenswürdigkeiten würde ich sagen, Astra-Museum auf jeden Fall. Ja, dafür würde ich auch tatsächlich nach Sibiu fahren, um die Altstadt zu sehen. Don't know. Ja? So, würde ich dafür 1 Stunde fahren? I don't know. Ja, schon. I don't know. Ja, egal wie. Ihr könnt euch gerne euer eigenes Bild machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, ihr irgendwelche Informationen habt, die wir vielleicht nicht hatten. Und falls ihr neu seid, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anklicken, damit ihr über neue Videos benachrichtigt werden. Und was haben wir als neue Videos in der Planung? Also ich glaube, erstmal ist Sibiu abgeschlossen. Wir haben immer noch den Kletterpark. Ja, Also der ist noch offen und ich denke, das nächste Video wird sein, Alex alleine in Bulgarien. Oh, Alex alleine in Rumänien. ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich wird es das sein. Und wir haben noch den Gletschersee. Den wollten wir auch noch irgendwie. Vielleicht. Ja, wir werden sehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Deutsche. Aber wir haben kein Geld so dabei. Ich habe Geld dabei, Alex. Wir waren lange hier. Wir waren lange hier. Also, Wir, okay. wir sind echt schon eine Ist, Weile. wir sind so um- 70 Cent pro Stunde. Ja, guck mal, wir sind um 1 gekommen. Ich habe genug Bargeld. Wir sind schon 5 Stunden da. Ja, ja, und da sind dann... Also von daher. Ja, 3,5 Euro. Ja, ja, das ist... Ich habe 10 Leih. Das ist... Ich habe... Hast du? Ja, ja, ich habe... Ja, Ich mag das. Papa. dann... Ich mag das. Gib mal die Nummer. Da ist Dings. Wer ist unsere? 00 7 8 400. Okay. Ab jetzt hast du 10 Minuten. So, ist schon in Ordnung, ich weiß. Wieso? Na, Ich mag das, weil viele deutsche Leute haben das auch für mich gemacht. Irgendwann war ich in Deutschland und ich habe so. viele gute Leute wir haben geholfen bekommen. Ist das nicht so? Tust du eine gute Tat, So, du fährst, ne? bekommst am Ende was zurück? Es ist so. So, wir gucken, ob wir rauskommen. 10 Minuten haben wir Zeit. Ich hab nicht ab. So, jetzt aber wirklich bis zum nächsten Video.